Hallo zusammen und willkommen zu The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute brauen wir ein Bier, was nicht ganz zu dem englischen Stil in meinem Kanal passt, aber auch sehr interessant ist, nämlich Grätza oder auf Polnisch Grodziskie, glaube ich. Und das ist ein historischer Bierstil, der sehr anders ist als die meisten Bierstile, die ich bisher gebraut habe. Hauptzutat ist nämlich Eichenrauch-Weizenmalz. Das heißt, wir haben ein Malz, das halt 100% Weizenschüttung ist, das ist schon mal relativ anspruchsvoll. Ich habe noch keine Spelze hier. Reisspelze wollte ich ja kaufen, hatte ich schon angekündigt in einem vorherigen Video. Ich werde das jetzt so machen, dass ich hoffe, dass die geringe Schüttung gut funktioniert. Ansonsten nehme ich wieder das Läutersieb, was ich von dem Besser Brauerset habe. Dann ist die Effizienz ein bisschen geringer. Aber so schlimm ist das nicht. Ja, das ist wenig Malz in der Schüttung, weil ich auf 8 Grad Plato kommen will. Ich habe mich bezüglich der authentischen Formulierung eines Rezeptes bei dem Blog von Ron Pattinson umgesehen, Shut Up About Barclay Perkins. Der hatte ziemlich viele Infos, so in verteilten Schnipseln über verschiedene historische Schriften, die er dann gelesen und analysiert hat. Und ich denke, mit 8 Grad Plato bin ich am oberen Ende von dem, was typisch ist. Das hier ist ein Kilo, was ich gekauft habe, einfach weil es das gerade in dem Laden, wo ich war, als Kilopaket gab. Dann werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal eins mit 400 Gramm machen, also dann wäre es nicht 8 Grad Plato, sondern eher so 5 oder 6. Und dann hat man dann 2 Leichtbiere. In diesem Falle geht es jetzt im Video um das mit 8 Grad Plato, ungefähr 3 bis 3,5, vielleicht 4% Alkohol. Ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, aber ich nehme an, so ja 3,5 werden es wahrscheinlich sein. Vielleicht sogar 3,2. Ja, mal gucken, was die Hefe daraus macht. Apropos Hefe. Grätza wird mit einer leichten, neutralen, obergärigen Hefe gemacht. Es wird allgemein eine Kölschhefe empfohlen. Und dafür nehme ich dann die aus der bretonischen Brauerei von mir weiter propagierte Kölschhefe. Die deutschen Brauereien, von denen die Hefe damals kamen, die sind ja anscheinend alle nicht mehr existent. Das heißt, es kann sein, dass die ein Unikat ist. Aber ich werde es jetzt allgemein mal als Kölschhefe benutzen. Ich habe ja noch nie Kölsch gebraut. Und ich denke, dann habe ich hier etwas, was sehr nah an der authentischen Art und Weise ist. Was die Hopfung angeht, habe ich gelesen, dass es wohl nicht unüblich war, jahrealten Hopfen da reinzunehmen. Also Grätza ist eins von den Bitterbieren, das ist relativ stark gehopft für die niedrige Stammwürze. Und alten Hopfen zu verwenden, 5 bis 6 Jahre alten Hopfen, habe ich in einem Hinweis gelesen. Das ist natürlich ziemlich grenzwertig. Also ich meine, damals wurden die Hopfen schon gekühlt gelagert, aber eben nicht gefroren und auch nicht ohne Sauerstoffausschluss. Was ich jetzt mache, ist, ich habe 2 Möglichkeiten. Ich habe einmal hier dieses kleine Säckchen Deko-Hopfen aus Slowenien. Da habe ich schon mal einen Kaltauszug draus gemacht. Das ist Styrian Golding, schmeckt genauso wie Styrian Golding, aber im Kaltauszug schmeckt es halt auch nach Käse. Denn die Isovalerinsäure, so heißt die, glaube ich, die hat sich da halt durch die Oxidation gebildet. Der ist jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre alt, immer bei Zimmertemperatur und nicht luftdicht gelagert. Also so ein ganz krasses Beispiel von einem alten, wahrscheinlich nicht so gut schmeckenden Hopfen. Um rauszufinden, ob der vielleicht verwendbar ist, habe ich gestern davon 2 Gramm auf 1 Liter Wasser 90 Minuten gekocht. Und das werde ich jetzt mal kurz für euch verkosten. Und ich hoffe, es ist nicht ganz furchtbar, sondern geschmacklich okay. Schauen wir mal. So, das sieht aus wie Würze. Das ist aber tatsächlich nur Wasser und gekochter Hopfen. Also der Hopfen hat das so rot gefärbt. Frag mich bitte nicht warum, ich habe keine Ahnung. Und beim Kochen roch das auch ganz anders als tiefgekühlter Hopfen, sehr stark nach Gras, also Cannabis. Also wirklich, also vielleicht ist es die Oxidation oder die Trocknung oder sowas. Das war auf jeden Fall richtig unangenehm im Haus zu haben. Ich werde jetzt mal gucken, ob das bitter schmeckt. Das wäre gut. Wenn es nicht bitter schmeckt, ist es nicht verwendbar. Und ich werde gucken, ob es nach Käse schmeckt, denn das möchte ich auf jeden Fall nicht haben. Das riecht sehr fruchtig. Hat eine ganz leichte bittere. Es erinnert an Würze, also ich probiere oft Würze, die ist dann immer ultra süß und ultra bitter, das ist immer sehr grenzwertig. Das ist jetzt hier schon sehr, sehr wenig Bitterkeit, aber sie ist eine hopfige Bitterkeit. Schmeckt nicht sehr harzig, fast angenehm. Interessanter Geruch, dass er sich nach 90 Minuten Kochen noch hat halten lassen. Ein ganz klein bisschen riecht es auch nach Gras, aber es ist eine Fruchtigkeit bei. Ich hoffe mal, dass dieser Grasgeruch und auch andere Sachen würden sich halt austreiben oder die Hefe modifiziert die um. Den möchte ich auf jeden Fall auch nicht am Ende drin haben. Ja, achso, apropos Geruch, ich kann noch mal eben sagen, das Malz hier riecht unglaublich faszinierend. Also Buchenrauch, Gerstenmalz ist ja von der Art her so Schinken, an das man denkt. Das riecht wirklich so nach einem geräucherten Schinken.
Und das riecht ganz anders. Das ist so eine interessante Art von Milch, Joghurt vielleicht und irgendwie auch so leicht dunkel geräuchert. Das ist echt schwer zu klassifizieren. Ja, bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt, wenn ich das so verbinde. Ich werde das jetzt hier benutzen. Das sind jetzt noch 8 Gramm Hopfen und die werde ich dann für 4 Liter benutzen. Das kommt ungefähr so auf die Dosis hin, die in den alten Schriften angegeben haben. Natürlich weiß man nicht, welche Sorte die damals benutzt haben. Das ist jetzt, wenn das Syrian Golding ist, wahrscheinlich so ein 2-3% Alphasäurenhopfen und durch die Alterung hat sich das hier nochmal verringert. Ja, damit kann ich also arbeiten. Dann nehme ich auch den Hopfen. Die Alternative wäre gewesen, ich habe noch einen 3 Jahre alten Cluster im Gefrierschrank. Der ist natürlich im Gefrierschrank viel weniger gealtert, als das historisch gewesen wäre. Aber das hätte man dann so einfach als halbwegs interessante Referenz nehmen können. Ja, ich werde das Weizenmalz 15 Minuten auf 45 Grad maischen, dann 1 Stunde 66 Grad Kombirast und dann abmaischen. Hoffentlich klappt das Läutern gut. Mal gucken, ne? Toi, toi, toi. Und dann kommt Hopfen kochen und dann die Hefe, die Saint-Colomb Kölsche Hefe dazu. Und ich glaube, damit hätte ich das Rezept schon durch. Es ist ja an sich relativ einfach, wenig Zutaten, aber es ist halt eben durch die ungewohnten Zutaten wahrscheinlich schon ziemlich interessant. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Verkostungsvideo wieder. Also bis zum nächsten Mal und macht's gut, bis dann.